Willst du alles kaputt machen? Ich habe nichts kaputt gemacht. Das warst du selbst. Es ist aus. Dein Ego kommt wohl nicht damit klar, wenn meine Frau zur Abwechslung nichts von dir will. Da hat mein Ego rein gar nichts mit zu tun. Ich sehe doch, dass du wütend bist und frustriert. Ich bin weder frustriert, noch bin ich wütend. Im Gegenteil. Also? Verunsichert, ratlos, keine Ahnung. Ich meine, normalerweise habe ich keine Probleme, eine Frau ins Bett zu kriegen. Aha. Du bist also doch in deiner männlichen Eitelkeit gekränkt. Du machst es dir verdammt einfach. Du? Wir waren uns doch einig, dass du hier nicht mehr auftauchst. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Zwischen uns ist alles gesagt. Bitte, War ich nicht deutlich genug? wir müssen mit dir reden, beide. Konstantin hat hier nichts mehr zu suchen. Tja, offenbar geht es nicht anders. Bitte rufen Sie die Security. Es tut mir leid, dass ich zu diesen Mitteln greifen muss. Sie machen einen Fehler. Wenn ich so falsch liege, dann klär mich doch auf. Kommt da noch was? Ich wollte nur eine Erklärung für dein Verhalten. Das ist alles. Ich hab's mir anders überlegt. Echt tolle Erklärung. Oh, siehst du, jetzt bist du schon wieder beleidigt. Weißt du was, Sarah? Denk doch, was du willst. Hey, nehmen Sie Ihre Griffel weg. Herr Brander will Geschäfte mit Degenhardt machen. Moment! Was für Geschäfte? Adrian Degenhardt hat Herr Brander einen Kredit angeboten. Damit Herr Brander Ihnen das Haus abkaufen kann. Und ich weiß, wir beide wissen, wozu Degenhardt fähig ist. Das hat sich erledigt, dankeschön. Gorillas. Auf einmal bist du gegen deinen leiblichen Vater, das soll ich dir glauben? Aber mir wirst du doch noch glauben. Ich war dabei, Arnus kurz davor, den Vertrag zu unterschreiben. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Was hast du plötzlich gegen Adrian Degenhardt? Das ist meine Privatangelegenheit. Aber bestimmt will er Herr Brander nur ausnutzen. Bei Johannes hattest du aber keine Skrupel. Wenn dieser Degenhardt Arno linkt, das würde ihm den Rest geben. Er ist sowieso noch angeschlagen. Warum muss ich dir nicht erklären? Elisabeth, bitte. Arno ist der Meinung, dass wir beide keine Ahnung von Geschäften haben. Aber bei dir... Ich bezweifle, dass Arno sich von mir noch irgendetwas sagen lässt. Sie müssen aber mit ihm reden. Wenn er jetzt noch irgendjemandem glaubt, dann Ihnen. Da kann man überhaupt nichts mehr machen? Nee, diese Ferroflüssigkeit ist ausgetrocknet. Aha. Und dann verabschiedet sich der Hochtöner. Ja, und den kann man auch nicht austauschen? Ja, eigentlich schon, aber wenn wir wieder erstklassigen Sound im Blue Eyes haben wollen, dann muss ich diese Dinger bei allen Boxen ausbauen. Und bei 30 € das Stück geht das ganz schön ins Geld. Das wird ja wohl nicht aus der WG-Kasse gezahlt, oder? Ich habe keinen Bock auf wochenlang Tütensuppen, nur weil Coco die Anlage bis zum Geht nicht mehr aufdreht. Sie kann nicht wirklich was dafür, dass dieses Fluid... Entschuldigung, ja. Coco kann ja nie was dafür. Also, Coco, warum lässt du dir dieses Geätze eigentlich gefallen? Ist doch egal. Würde mich hier bitte mal jemand aufklären? Das ist nicht mein Job. Also gut, die Kurzversion. Ich habe Christian geküsst, weil ich was von ihm will, aber er nichts von mir. Und daraufhin hat Nico mit dem Schluss gemacht. Und die Langversion? Erspar mir das bitte. Am liebsten würde ich mir Christian aus dem Hirn hexen. Will ja nichts von mir. Für sowas gibt's keine Löschtaste. Ich weiß.
Ich könnte wenigstens versuchen, ihr nicht mehr so oft über den Weg zu laufen. Mann, was ist jetzt hiermit? Ich mach's bis morgen fertig, okay? Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, dass es dir in Sachen Liebe auch nicht so toll geht. Beschissen wäre geprahlt. Ich sage, gewähret mir die Bitte im Bunde der Dritte. Goethe. Schiller. Und wenn du noch mal einen Schritt auf Nico zugehst? Dann macht sie 2 zurück. Mann, du kennst sie doch. Nee, die Sache ist gelaufen. Dass du dich wenigstens mit Coco versöhnen können. Coco ist in mich verliebt. Und wir alle wissen, wie fies dieser LUFB-Satz ist. Luf? Ah, Schneidermann, lass uns Freunde bleiben. Goethe? Volksmund. Und den Satz wird Coco im Moment wirklich nicht ertragen können. Bitte schön. Kittylein, Sie sind ein Engel. Und Sie? Gut gelaunt. Das bin ich doch meistens. Wieso wundert Sie das? Noch wissen Sie nicht, ob Herr Brandner unterschreibt. Doch. Woher? Also Kitty, sind Sie schon mal von einem Mann sitzen gelassen worden? Ja, schon. Aber der Kerl war äußerst kurzsichtig. Eigentlich fast schon blind. Ja, und wissen Sie noch, wie Sie sich damals gefühlt haben? Ich habe eine Woche lang nur geheult. Ja, und was haben Sie dann mit dem Blinden gemacht? Ich habe ihm einen Tritt in die 12 verpasst und dann vergessen. Sehen Sie? Man hasst, wer einen verschmäht. Und genauso wird es Herrn Brandner auch gehen. Er wird den Kredit annehmen, um seine Ex zu ärgern. Und dann haben Sie ihn auf Ihrer Seite. Richtig. Und weil Johannes und seine neue Flamme dem Brandner Kasper gegenüber immer noch ein schlechtes Gewissen haben, ist er der ideale Lockvogel. Und wie wollen Sie das anstellen? Mit einem Schleier von Milch. Bitte? Mein Kaffee. Du sollst hier arbeiten, oder was? Als Windfang, oder wie? Andi, sag mir einfach, was ich zu tun habe, okay? Hast du schon mal Beton gemischt? Nein, aber das kriege ich hin. Einfach Wasser und Zement im richtigen Verhältnis mischen. Ist klar. Der wünscht dir aber viel Spaß. Hast du schon mal was von Zuschlag gehört? Ist ein Schlechtwetterzuschlag oder was? Oh Mann! Darf man vielleicht mitlachen? Entschuldigung, Herr Brandner, aber der Stift hier weiß noch nicht mal, was ein Zuschlag ist. Das sind Gesteinskörnungen. Die braucht man, um Beton zu mischen, zusammen mit Wasser und Zement. Wie war das noch, als du zum ersten Mal Beton gemischt hast? Also du weißt jetzt Konstantin in die Mische ein, und zwar konstruktiv, wenn ich bitten darf, ja? Ab. Hallo? Was willst du denn? Ich wollte mit dir noch mal über den Verkauf des Hauses reden. Deshalb extra kommst du hierher? So, ich dachte, dir ist auch an einer schnellen Abwicklung gelegen. Ja, und? Ich habe mir Gedanken über die Summe gemacht. Ich kenne deine finanzielle Situation. Ach, woher Und das ich nenne denn? Arno, bitte. Ich würde dir bei den Konditionen entgegenkommen. Du könntest den Betrag in Raten zurückzahlen, dann müsstest du keinen Kredit aufnehmen. Ich bin so gerührt. Wunderschönen guten Morgen. Dass das mal klar ist. Ich bin nicht deine Bedienstete. Wäre ich jetzt so auch nicht drauf gekommen. Und warum kannst du dann nicht mehr den Tisch decken? So, sag das doch gleich. Mitdenken wäre eine echte Alternative. Lief wohl gestern nicht mehr so viel außer DVD bei Gregor, hm? Von der Skala von 1 bis 10. 1 ist super beschissen. 0? Im Minusbereich. Okay, du gibst ja doch keine Ruhe. Ich wollte mit ihm ins Bett, er auch mit mir. Aber im letzten Moment habe ich einen Rückzieher gemacht. Zufrieden? Cool.
Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na, dass du so taktisch bist. Taktisch? Na klar. Erst kochst du ihn langsam weich mit nur der Freundin-Nummer, dann machst du ihn richtig heiß und zack, lässt ihn voll gegen die Wand laufen. Bei Typen wie Gregor ist das die einzig richtige Masche. So einem muss man gleich zeigen, wer die Regeln schreibt. Erst verwirren, dann erlegen. Super. Das war aber keine Masche von mir. Jedenfalls sollte es keine sein. Nicht? Aber wieso denn dann der Rückzieher? Nächste Frage. Mensch, Gregor, du musst doch irgendwas gemacht haben, was sie verärgert hat. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und bevor du mich weiter löcherst, ihre Zeichen waren eindeutig. Ich kenne Sarah ja wirklich nicht gut, aber sie ist doch wirklich nicht die Frau, die mit Männern spielt, oder? Eben nicht und deshalb passt das ja auch alles nicht zusammen. Grübelst du immer noch wegen gestern? Lass es, bringt nichts. Vielleicht kann es ja auch sein, dass sie sich in dich verliebt hat. Erstens, nein. Und zweitens, warum sollte ihr Verhalten dann mehr Sinn machen? Weil sie in dem Fall einfach Angst hat, verletzt zu werden. Du hast ihr immer und immer wieder gepredigt, dass es die große Liebe nicht gibt. Und jetzt will sie sich nicht auf eine schnelle Nummer mit dir einlassen, ist doch logisch. Gewagte Theorie, Einstein. Aber denkbar. Ihr habt in letzter Zeit so viel zusammen gemacht. Das ist ja wohl möglich, dass sie jetzt auch mehr will, oder? Ein Mischer braucht Pflege. Das ist jetzt aber nicht der gleiche blöde Witz wie holen wir mal die Gewichte für die Wasserwaage, oder? Nein, so einen Blödsinn machen wir hier nicht. Komm. Du drohst mich aus dem Haus zu werfen und plötzlich dieses Entgegenkommen. Natürlich frage ich mich, was dahinter steckt. Für die Drohung habe ich mich bereits bei dir entschuldigt. Was die Ratenzahlung angeht, möchte ich einfach nicht, dass du dich finanziell übernimmst. Siehst du, und genau das nehme ich dir nicht ab. Na, natürlich. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Du weißt, dass Degenhardt mir Kredit gibt. Darum geht's. Ja, mein Gott, du hast ja recht. Und ich kann dir nur dringend raten, dich von ihm fernzuhalten. Ach, warum sollte ich das denn? Aus Solidarität mit dir und den Lahnsteins? Gib dir keine Mühe. Ich weiß, dass er euer erklärter Feind ist. Aus gutem Grund, Arno. Du kannst diesem Kerl, du darfst diesem Kerl gar nicht trauen. Ihm nicht. Aber dir? Jetzt lass mich bitte weiterarbeiten. Wenn dir Degenhardt Kredit gibt, dann verkaufe ich nicht. Ah, die nächste kleine Erpressung. Ja, entschuldige, Arno, aber wenn mit dir nicht anders zu reden ist. Ich möchte kein Geld, das letztendlich von Degenhardt stammt. Wie du willst. Kein Verkauf, keine Scheidung. Na gut, dann eben nicht. Bitte mal die Fahrausweise. Die Fahrausweise bitte. Hi. Hi. Was gibt's? Ja, Sarah, ich wollte noch mal wegen gestern Abend mit dir sprechen. Ja? Ja. Natürlich akzeptiere ich, dass du dich anders entschieden hast. Danke. Ja. Also mir ging es auch eher um den Grund. Weißt du, manchmal schrecken wir vor etwas zurück, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Gregor, ich bin kein Teenie mehr. Ich habe schon gewusst, worauf ich mich da beinahe eingelassen hätte. Ja. Und nein. Siehst du, ich glaube, wir haben uns angefreundet. Sehr gut sogar, wie ich finde. Ja, und das sollten wir nicht riskieren. Es war blöd von mir. Ich hätte mich besser erklären sollen. Ich wollte das ganz locker sehen, so wie du. Einfach ein bisschen Spaß zusammen haben, mehr nicht.
Ja, aber dann... habe ich gemerkt, dass ich anders bin als du. Ich kann das einfach nicht, wenn ich so gar nichts für den Mann empfinde. Hast du jetzt jede Schraube einzeln geputzt, oder wie? Ich lach mich kaputt. Lustig, Andi. Sehr lustig. Wie kriege ich den Dreck denn wieder ab? Lass dir was einfallen. Aber eins sage ich dir. Einfach wird das nicht. Liebes bisschen. Was ist denn mit dir? Bist du in den Mischer gefallen? Geputzt. Aber nur, weil der das gesagt hat. Ja, ja. Das kann ich mir schon denken. Also ihr rührt jetzt erstmal Speis an. Andi zeigt dir, wie es geht. Und Andi, noch einen deiner Scherze, ja? Und die nächsten Tage fegst du Straße. Drücke ich mich klar aus? Herr Brandner? Na? Ja, worauf wartet ihr noch? Herr Schneider. Entschuldigen Sie die Verspätung. Das macht nichts. Können wir denn irgendwo in Ruhe reden? Ich fürchte, Sie haben sich umsonst hierher bemüht. Auch wenn Sie jetzt keine Zeit haben, wir müssen unbedingt noch ein paar Fragen zu Ihrem Scheidungstermin klären. Ich werde den Termin nicht wahrnehmen. Wieso? Elisabeth war vorhin hier. Sie weigert sich auf einmal, das Haus zu verkaufen. Ich ziehe daraus nur die Konsequenzen. Das ist ein gerichtlicher Termin, den kann man nicht einfach so verschieben. Zuerst ist Ihre Frau nicht aufgetaucht und jetzt wollen Sie nicht. Herr Brandner, so geht das nicht. Herr Schneider, ich weiß Ihre Bemühungen zu schätzen, aber es bleibt dabei. Der Termin fällt aus. Entschuldigen Sie. Vladek! Weiter rüber! Herr Brandner. Trotzdem, es war gut, dass Sie wenigstens versucht haben, ihn vor Degenhardt zu warnen. Ich hätte wissen müssen, dass das aussichtslos ist. Arno kann so furchtbar verbohrt sein. Auf der anderen Seite ist er aber auch sehr gutmütig. Oh, ist aber erstaunlich, dass ausgerechnet Sie das sagen. Er hat sich in letzter Zeit sehr um ein gutes Verhältnis bemüht. Trotz aller Vorbehalte gegen mich. Und das rechne ich ihm hoch an. Ich wünschte, das wäre nicht alles so furchtbar verfahren zwischen uns. Arno hat einen solchen Hass auf mich. Und auf die Ladensteins. Und das wird Degenhardt garantiert ausnutzen. Selbst wenn. Sie werden daran nichts ändern können. Nein, nicht mehr, leider. Dabei würde ich ihm wirklich gerne helfen. Vielleicht können Sie das ja, wenn auch nicht in dieser Sache. Sie sind beide verletzt. Und bevor sich die Fronten weiter verhärten, bleiben Sie fair. Vielleicht nehmen Sie ihm so den Wind aus den Segeln. So, dürfte ich bitte auch Ihren Fahrerausweis sehen? Klar, natürlich, einen Moment. Sofort. Ich kann vielleicht an meinem aufstehen. Ich habe auf jeden Fall einen Ausweis, ich weiß gerade nur nicht wo. Wollen Sie nicht vielleicht in einer Zeit die anderen Gäste kontrollieren? Also wenn Sie keinen Fahrschein haben, dann kostet das 40 €. Ich darf Sie bitten, an der nächsten Haltestelle mit mir auszusteigen. Nein, ich sag Ihnen. Oh, tut mir leid. Ich glaube, du hast da was verloren. Christian, schon als ich dich das erste Mal im Bus sah, ich habe mich in dich verliebt. Ich glaube, du hast da was verloren. Wird es heute noch was? Ich habe nicht ewig Zeit. Wer gesagt, ich habe einen Fahrschein. Bitte. Ja, also warum nicht gleich? Danke. Stopp! Ey, stopp! Stehen bleiben! Ciao. Kaffee Latte oder so? Nein, danke, im Moment nicht. Aber ich habe noch was für dich. Was ist das? Pack's aus, dann weißt du's. Sarah, warum schenkst du mir eine CD? Ich habe sie gebrannt und ich dachte, sie würde dir vielleicht gefallen. Naja, danke. Eigentlich sollte die CD der Auftakt für meine Frage sein, ob du heute Abend vielleicht mitkommen willst auf ein Reggae-Konzert? Du stehst doch gar nicht auf Reggae. Ja, ich nicht, aber du. Und ich bin immer offen, was Neues auszuprobieren. Ah. Seit wann? Bist immer noch sauer, oder? Nein, Sarah, mir ist bloß eins wieder ganz klar geworden.
dass nämlich eins nicht funktioniert. Freundschaften zwischen Männern und Frauen, die funktionieren. Tja, und deswegen denke ich mir, ist es besser, wenn wir das Konzert bleiben lassen und auch sonst andere Unternehmungen künftig vermeiden. Dann muss ich wohl alleine gehen. Ja. Was machst du hier? Wer hat dich reingelassen? Ich habe Elisabeth reingelassen. Ist doch in Ordnung? Ich lasse euch alleine. Was willst du noch hier? Ich denke, es ist alles geklärt. Ich stimme einem Hausverkauf zu. Zu welchen Bedingungen diesmal? Ich habe keine. Und woher du das Geld für das Haus nimmst, geht mich nichts an. Selbst wenn es von Degenhardt ist? Auch dann. Das muss dich ja einige Überwindung gekostet haben. Naja, für eine schnelle Scheidung opfert man schon mal ein paar Prinzipien, nicht wahr? Ich will klare Verhältnisse und ich will dir entgegenkommen. Spar dir jedes selbstlose Geschwätz. Was ist mit dir los, Arno? Ich habe keine Ahnung. Weißt du es vielleicht? Wir haben uns einmal so nahe gestanden. Ich weiß, wie sehr ich dich verletzt habe und ich kann auch verstehen, wenn du mir nie verzeihst. Ja, immerhin. Aber ich habe das Gefühl, dass du vor lauter Hass deine eigenen Ideale verleugnest. Du entfernst dich von dem, was dir früher mal etwas bedeutet hat. Ja. Herr Brandner. Herr Brandner. Herr Degenhardt. Schön, Sie zu sehen. Wo ist der Kreditvertrag? Sie sind auch kein Mann vieler Worte, was? Bitte. Das gefällt mir. Es ist alles für Sie vorbereitet. Mit diesem Kredit sind Sie ja endlich wieder Ihr eigener finanzieller Herr und nicht mehr abhängig vom Goodwill Ihrer Frau. Oder Entschuldigung, sind Sie inzwischen geschieden? So gut wie. Bestens. Dann fehlt nur noch Ihre Unterschrift. Lesen wir nur noch mal das Kleingedruckte. Ich bin noch in der Post. Ja, es tut mir wirklich leid, aber die Schlange ist so lang. Ja, natürlich komme ich dann sofort zurück. Ja, bis dann, Graf Landstein. Hey, war Coco hier? Nein, ist was passiert? Ja, das kann man so sagen. Gregor, ich bin der größte Idiot auf Erden. Sag mal, könntest du die Einkäufe vielleicht auch wegräumen? Ich meine, die stehen da in der Gegend rum und... Was machst du denn da? Wonach sieht's denn aus? Ich packe. Und wieso? Ich habe Christian getroffen. Ich kann meine Gefühle für ihn nicht einfach so abstellen. Nicht heute und auch in Zukunft nicht. Und du bist auch nicht gerade heiß auf meine Anwesenheit. Deshalb will ich hier nur noch weg. Wieder zurück nach Goa. Ich muss mich beeilen, mein Flug geht bald.